Heute ist Mittwoch, der 13. Juli 2022, 14:54 Uhr und ja, das ist jetzt die zweite Aufnahme dieses Videos, weil ich hatte das schon aufgenommen, sogar schon hochgeladen, wollte es online stellen und habe leider gestern nach der Aufnahme nicht nochmal in das Video reingeguckt, denn dann wäre mir gestern schon aufgefallen, dass mein Mikrofon nicht funktioniert hat. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich weiß es nicht. Naja, so musste ich das halt gerade löschen und nehme es jetzt halt nochmal auf. Ich habe den alten Spielstand natürlich geladen, den vom vorletzten Mal, also für euch das letzte Mal. Ja, und ich werde es dann so gut wie möglich genauso machen, wie ich es gestern schon gemacht habe, damit es halt nicht irgendwie zu, keine Ahnung. Ihr könnt es natürlich nie nachprüfen, aber ja, ihr solltet inzwischen mitgekriegt haben, dass ich nicht irgendwie da cheate oder so, weil es bringt mir ja auch nichts. Und außerdem, warum? Ich bin ja gut vorangekommen. Und ja, gut. Dann wollen wir auch mal nicht länger Zeit verlieren, sondern gleich loslegen. Wir sind jetzt natürlich noch wieder in unserem ja, in dem Gewerbeblock. Haben mit der Würfelmacherin gesprochen. Und jetzt werden wir zurückgehen und mit Pleasance, der Buchladenbesitzerin, sprechen. So, dann müssen wir hier lang. Ich verlaufe mich jetzt nicht. So, und dann da runter. So, und dann da raus. So. Ich muss etwas hinter Lieutenant Kitsugeres drücken. Ja, ich kann mich halt wegschleichen. Ja, kann ich die Taschenlampe kann ich dann ausmachen. Zack. So. Ja. Und dann sprechen wir jetzt mal mit der Pleasance. Gucken, was die davon hält. Ja, dann gehen wir hin da. You're alive and well. Don't keep me waiting now. What's in there? In that dark sarcophagus? Sarkophagus. Der dunkle Sarkophag. Ich lege eine dramatische Pause ein. Yes, yes. How was it? Tell her how ghastly it was. You know it's what she wants to hear. Ein Bein aus der gescheiterten Geschäfte, dass dieses Buchladen die Lebensenergie entzieht. Ehrlich gesagt war es eine Rumpelkammer. Es gab nichts zu sehen, nur jede Menge Gerümpel. Da sollte man mal die Sonne reinlassen. Meine persönliche Meinung wäre angebracht. Nö. Es war ein Beinhaus der gescheiterten Geschäfte. I knew it. Oh, such horrors that have been thrust upon us. Sie schüttelt den Kopf. But, what else did you find? Did anything survive? No, of course not. Have you located the entity? Ich habe mit dem Wesen gesprochen, von dem Sie mir erzählt hatten. Sie heißt Neha und ist eine Würfelmacherin. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. Ja. Sie ist weder eine Hexe noch ein böswilliges Wesen. Sie ist eine Geschäftsfrau, genau wie Sie. Nein, ich habe ihre Aura gespürt. Sie ist an diesem Fluch nicht schuld. Womöglich hat sie etwas damit zu tun, aber ich habe keine Möglichkeit, das böse Wesen weiter zu befragen. Nein, die war ja nicht böse. Sie ist weder eine Hexe noch ein böswilliges Wesen. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Sie ist verblüfft. The narrative she's built herself, it does need tearing down. She's squeezing on the pendant too tight. A drop of blood in her palm. Oh, Mädchen. To hell with it. Perchance you ought to just lie, sire. Sie sagt, es gebe keinen Fluch, nur zu viel Ungereimtheiten. Ich lüge. Es
Liegt am Tierpräparator. Der Besitzer hat sich mit dunkleren Künsten befasst als nur der Taxidermie. Das hat dann die Geister aus dem Nichts herbeigelockt. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Antwort für Sie. Ich muss noch ein paar Anhaltspunkten nachgehen, wie dem seltsamen Funkcomputer-Dings. Noch ein weiteres Wesen, viel böser und für die Geschehnisse in Martinez verantwortlich. Vielleicht werde ich über den Weg laufen. Ah, nee. Sie sagt, es gebe keinen Fluch, nur zu viele Ungereimtheiten. Too many inconsistencies. What kind of talk is that? Die Frau lässt ein verächtliches Schniefen hören. Good luck persuading her. Some people can rationalize anything. Zuerst einmal sind Sie eine der Ungereimtheiten. Wie schon gesagt, sie ist eine Würfelmacherin. Sie fertigt außergewöhnlich Würfel an. Ihr Geschäft besteht seit langem. Yes, because her business consists of the psychic leech that's been feeding the curse. Rote Flecken erscheinen in ihrem Gesicht. I see that you've fallen for her manipulation, Detective. The investigation is over. I just hope that you haven't made anything worse by going in there. Thank you for nothing. Please do buy some books or be on your way. Sagt sie abschließend und verbirgt den Anhänger in ihre Bluse. Wow. Total psychic collapse between you two right now. Mo. There was never any other way this could have gone. She's just too far gone into her own mind. I am sorry we had to disappoint you, ma'am. Can we go now? Adieu, einstweilen. So, was kann ich denn hier machen? Konstitution, Psyche. Ich muss meine Psyche hier noch, aber ich kann das meiste ja eh nicht. Erhöhen Körpergeist, verbindlich mit dem Fisserie, versteht die Polizeikultur. Psyche Grundwert, Bonus aus Gegenstand +1. Autorität kann ich auch nicht weiter erhöhen. Partie auch nicht. Leben auch nicht. Willenskraft, wieso kann ich das alles nicht erhöhen? Konstitution, Ausdauer, Schmerzgrenze, Körperapparat, Elektrochemie, Schauder, Zwielicht. Gewandtheit. Motorik Grundwert, gelernte Fähigkeit, Bonus des Gegenstands -2. Ja, nehme ich erstmal die kleineren, die noch zu kleinen. Schauder. Konstitution Grundwert +2. Zwielicht. Auch. Dein Körper die Kontrolle übernehmen, drohe den Leuten. Spüre deine Nackenhaare, werde eins mit der Stadt. Schmerzgrenze. Schüttel den Schmerz ab, sie werden dir schon mehr wehtun müssen. Vielleicht hilft das ja auch wegen meinen Drogensucht. Entzugserscheinungen. So. Okay, dann gehen wir. Ciao, ciao. Niedrige Moral, ja. Investiere Punkte in Willenskraft. So, können wir mal kurz mit der Kleinen sprechen. Hello, sir. How is the investigation going? Found any curses yet? Yep, ich habe immerhin einen Weg in den verfluchten Gewerbeblock gefunden. Oh, that's great. I hope exciting adventures lie ahead. And maybe you can help Mother become less afraid. Nee. Okay, bye. Man sieht sich ja nicht. So. Oh nein, dieses Lied. Hier wieder Copyright. Probleme hier. So, und dann gehen wir jetzt mal zu Measurehead. Denn wir haben ja die Rassentheorie jetzt verinnerlicht. Und ja. Dann gucken wir mal, dass wir bei denen jetzt irgendwie durchkommen. Lauf, Forrest, lauf! Da hoch. So.
Ja, das Positive, dass ich das nochmal machen muss, ist halt, dass ja, gestern hat die Katze die ganze Zeit rumgeschrien. Die ist nämlich wieder rollig. Ist halt Sommer. Und jetzt bisher ist sie leise. The unpromising race pupil returns. Warum sind sie nicht bei den Hardy Boys? I am not the first line of defense. I am the last. In addition, these so-called Hardy Boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. Okay. You pick up on something artificial in his tone, like he's putting on an act. This is unlike him. He is usually more himself. Da steckt mehr dahinter. Was haben die gegen sie? Fine. They have recently fallen under the influence of a possibly sexually perverted female vagrant and a narcotics peddler. It's shameful. What? Wen meinen sie? Ja, wahrscheinlich ihre angebliche Anwältin. Find out for yourself. Endomorphic blob. Blip. Interesting. Der Lieutenant schreibt schnell etwas in sein Notizbuch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das Rassenenigma ist. And Es ist Schwachsinn. Lassen Sie mich in den verfickten Hafen. Paradoxerweise planen sie die Okzidentalen mit ihrer eigenen Rassentheorie zu verdrängen. Die Reichen wollen also uns mit dieser Rassenlehre beschäftigen, während sie sich das ganze Geld unter den Nagel reißen. Das ist bloß etwas, womit sie die Leute erschrecken. Liberale und progressive Leute. Sie können es mit allem aufladen, was sie wollen. Es ist eine Sprachübung und freie Assoziation. Degeneriert, Rassenheld. Ich verstehe es noch nicht vollständig, aber es ist klar, dass ich aufhören sollte, das uralte illimaranische Gedankengift Al-Ghul zu trinken. Diese Müllhalle ist reif, vom areopagitischen Superstaat verdrängt zu werden. Kann die Regierung zu Diensten sein. Vielleicht brauchen sie einen Polizisten. Ja. Sie können es mit allem aufladen. look, babe. When confronted with the harsh truth of his demise, the melancholic academician starts fiddling his own genitalia. His bald spot betrays that he is a compulsive masturbateur. Wait, what? That's disgusting, Jan. Angewidert verzieht die Frau ihr jugendliches Gesicht. It is. Beneath the veneer of academic jargon, the liberal theorist is a beast, a sexual maniac, and a deprived nihilist. Life is a game to him. Words are meaningless. No one is accountable for anything. Nihilistic sex maniac. I take pity on your urges. You clearly want to enter the harbor bad, like a little boy who wants to go on the potty. I can press the button for you. It will open the door. Ja, mehr wollte ich nicht. Oder? Ich bin kein verdorbener Sexbesessener, sondern habe nur eine Beobachtung gemacht. Vergessen Sie es, suchen mir einen Weg in den Hafen. Ja, nee. Mehr wollte ich nicht. Very well. You may enter the door once. Our race conversation here has concluded. Finally. Let's go. Da kann ich nicht hin. Gut, dann ist das ja die Tür hier hinten wahrscheinlich. Bam, bam, bam. Geh da mal hin. Geh da mal hin, geh da mal hin, geh da mal hin, geh da mal hin. So. Und rein da. Oh. Wo sind wir denn hier? Und warum... Oh, der Rechner manchmal... An den Flugblättern bringt die Überschrift jeder Arbeiter Vorstandsmitglied.
Und weiter unten das Gewerkschaftssymbol und der Slogan verlangt Demokratie. Die ist verriegeln kann ohne Zugangskarte von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Vermutlich hast du keine andere Wahl, als mit dem Gewerkschaftsführer zu sprechen. Ja. Eine Schreibmaschine der Marke Dewey. Der Modellname steht auf der Rückseite. Gewöhnlicher Aktenschrank. Die Schubladen scheinen abgeschlossen zu sein. Jemand hat die Kaffeemaschine angelassen. Ich will mir jetzt erstmal alles angucken hier. Hier kann ich hoch, ja. Aus dem Rundfunkgerät dringen seltsame Summgeräusche. Eine riesige Sitzkuhle auf den Kissen und ein Muster aus Kaffeeringen auf der Armlehne. Jemand macht es sich regelmäßig neben dem Rundfunkgerät bequem. Was ist das denn? Eine kurze Einführung in Inframaterialismus. Was hier? On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the union to just leave their paperwork lying around like this. Ja, finde ich auch. Öffne die Schublade. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Blättere die Akten durch. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol. Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Mhm. Irgendwas Interessantes darin? Ich blättere sie durch. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Ja. Zwinge mich. Look how blurry all the lines on these papers are. How unwieldy your own willpower is to yourself. You're like an absurdist Samaran monk, focusing through not focusing. Hermeneutics was almost within your grasp, but now only vague letters float before your eyes. Less meaningful, but aesthetically more pleasing. Wenn ich meine Augen vollkommen entspanne, beginnt alles miteinander zu verschmelzen. Könnte ich mich tatsächlich konzentrieren, indem ich mich nicht konzentriere? You are a police officer, not a spiritual healer. You can focus the normal way by turning your attention to something and not letting go. Wenn ich meine Augen vollkommen entspanne, beginnt alles miteinander zu verschmelzen. Is that what you're doing with those photos over there? Yep. Right. This is probably not relevant to our case. After all, we're not investigating an accounting mystery. Na gut. Nochmal. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Ja, dann sehe ich mir mal die Zettel an. It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. Okay. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Dreh mich zum Lieutenant. Sehen Sie mal, Kim. Ein Aufgabenzettel mit einer Reihe von Erledigungen für Everard. Everard Clare, probably. The head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. The special borscht seems a bit odd in the list. What is so special about this borscht? Code for drugs? Booze? Blood? Gib mir den Zettel erneut an. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Gut, dann schließe ich die Schublade mal. The drawer slides shut smoothly.
Eine Karte. Räumen wir hier einfach mal die Bude leer. Oh, eine Brille. Visuelles Kalkül. Minus ein Schauspielkunst. Ja, doch noch was. Moral. Gut. Alles klar, alles klar. Durch. Dann, Kleidung. Gegenstände. Interaktiv. Interagieren. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Warum Frissel? Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Blätterin der Zeitschrift. Mal sehen, was mir ins Auge steht. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Mo. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. Doodles. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections. International development, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Kunst und Kultur. Okay, okay. Ich lese das Vorwort der Redaktion. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. Okay. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée. Unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel, La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. Okay. Only 4 issues in, and it sounds like they've already alienated their readership. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Ich flüstere. Cam, ich glaube, das ist eine kommunistische Zeitschrift. Da. Ich gebe mich cool. Du tust das, als ob alles in Ordnung wäre. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. Ja, trotzdem, mach mich nicht so an. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Ja, die kann ich immer lesen, wenn ich Zeit totschlagen will. Könnt ihr mal unter Lokales gucken. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbor red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Cape Side apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent. Verdammte Kommunisten. Hätten sie alle umbringen sollen, als sie die Gelegenheit dazu hatten. Ohne Wild Pine stünden die Schnorrer alle ohne Job da. Von Leuten Miete zu verlangen, nur damit sie irgendwo wohnen können, ist schon ziemlich dreist. Wäre es nicht für alle besser, wenn Arbeitskräfte und Kapital einen vernünftigen Ausgleich finden würden? Dann interessiert mich das. Das hat mit mir nichts zu tun. Ja. Wäre es nicht für alle besser?
According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. Moment, was war das über eine Koalition? Judging from the context, it's something very large and fundamental. You should probably know about it already, honestly. Ja, ich wollte so einiges wissen, aber tu ich nicht. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Ja, die lese ich mal, wenn ich Zeit habe. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. Du musst dich irren. Ich bin ein lupenreiner Radikaler. Das war ich hier vernünftig. Irgendwer muss sich ja für die Vernunft einsetzen. Das liegt daran, dass ich, sobald es politisch wird, immer keine der oben genannten Antworten gebe, oder? It's also about that, but it's also more. Perhaps it's the hangover. Perhaps it's a temporary surge of serotonin, but something tells you it's time to become a citizen of the kingdom of conscience. Zuerst hätte ich gerne gewusst, wo dieses Königreich des Gewissens liegt. Schluss mit dem Gerede, für meinen Pass beantragen. Ich bin dabei. Nein, ich bin zu witzig für diese verwässerte Ideologie, versuche extremere und interessantere Meinungen zu entwickeln. Ich bin raus. Nee, jetzt wollen wir hier das wissen. It is not a place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. Wie schafft man diese Rahmenbedingungen? Incrementally. Wow. Yawn, you'd get there faster with a little speed. History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. Too quickly. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually, increment by increment. Ja, aber was ist mit all den Sachen, die jetzt falsch laufen? Tisk tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of the future. Ja, aber ich You lebe may jetzt ja. never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Even your grandchildren might not. But that's no excuse not to keep working. What rationality? Ja. What sang-froid? Ja. What a fucking joke. What? Moment. Geht es beim Königreich des Gewissens wirklich darum, irgendwas zu verändern? Oder geht es nur um die Erhaltung des Status quo? Okay, aber wie genau muss man sich das Königreich des Gewissens denn vorstellen? Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? Ja, das ist halt schwierig. Ja, nein ist bei so einer Frage halt kacke, weil natürlich ist Chaos und Blutvergießen nie gut, aber manchmal muss das sein, um was zu verändern. Weil wenn der Status quo in der Scheiße ist, dann muss ja daran was geändert werden. There you have it. Sometimes holding the line is progress. Na, und wie muss ich mir das vorstellen? The kingdom is difficult to comprehend and even more difficult to describe. Okay. Partly because humanity will need to discard many of the categories that define and limit it today. The kingdom of conscience is post-capitalist, post-national. It's also post-industrial, post-ideological, and even post-sexual. Klingt unglaublich. Allons-y. Machen wir uns sofort auf den Weg dahin. Nein, schön und gut, aber ich will weiterhin in der Gegenwart leben. Ich bin raus. Mann, das klingt irgendwie furchtbar. Ich glaube nicht, dass ich weiterhin Moralist sein will. Genau. Schön und gut, aber ich will weiterhin in der Gegenwart leben. Ich bin raus. What you want is immaterial. The kingdom of conscience is coming, whether you like it or not. Only very slowly. Gut. So, jetzt können wir hochgehen. Und da wird ja wahrscheinlich der Ewart auf uns warten.
So, aber da wir jetzt auch schon knapp eine halbe Stunde haben, machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung dafür, dass dann halt gestern, also heute, am Mittwoch kein Video kommt. Aber ich hab's halt irgendwie verpennt da. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja. Heute Abend wahrscheinlich nehme ich dann auch noch das Video zu Miss Marvel auf. Das wird dann spätestens Freitag kommen. Und ja. Ich danke vielmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice, teilt das Video. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Bye bye, euer Toby.